Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin Ute. Ich lebe hier mit meiner ganzen Familie und wir möchten euch heute gerne zeigen, wie vielfältig und individuell ein Fertighaus sein kann. Kommt einfach mit. So, hier seid ihr jetzt ganz oben im Haus. Das ist der 2. Stock. Und hier leben mein Mann und ich. Und ihr seht hier unsere Küche, wie das ganze Haus im Landhausstil und diesen großen Wohnraum umgeben von Balkons. Es spielt sich immer alles in der Küche ab, wenn Besuch da ist, wenn die Kinder da sind. Es wird gemeinsam gekocht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir das einfach alles zusammen haben. Wir wollen, dass die Küche und das Wohnen nicht getrennt sind. Wir haben immer schon eine Affinität zu ganz alten Möbeln gehabt und plötzlich sah ich diese tollen Stühle, 4 Stück in einem Müllcontainer. Man musste gar nicht furchtbar viel damit machen. Wir haben sie einfach einmal noch mal abgeschliffen und neu eingelassen. Diese Kommode ist ein Geschenk meiner Eltern. Die wollten die eigentlich sogar ausrangieren. Und wir haben dann gesagt, Mensch, das ist ein so schönes Teil und passt so perfekt in unseren Stil. Musste auch überhaupt nicht aufbereitet werden, sondern das ist genau so mit diesem Shabby Chic von Anfang an gewesen. Wenn die Sonne am Abend einmal ums Haus drumherum gewandert ist, dann sitzen wir hier am Abend, genießen den Sonnenuntergang und haben noch den Alptäler, der uns frischen Wind, kühlen Wind an heißen Sommerabenden hierhin bringt. Wir sind als Familie ganz oft im Park spazieren gegangen und haben immer dieses alte Haus, was hier stand, gesehen. Und das war eine ganz süße, knuffige Pizzeria. Und haben gesagt, Mensch, wenn das irgendwann zu verkaufen wäre, wir würden sofort zugreifen. Wir haben dann innen auch richtig Gas gegeben. Wir haben den Putz abgeklopft, haben Zwischenwände rausgenommen. Hier sieht man eine wunderschöne alte Holztreppe, die ich unbedingt erhalten wollte. Ja, aber es hat alles nichts genützt. Die Statiker haben sich dieses Haus angeschaut und nichtsdestotrotz mussten wir uns dann entscheiden, das Haus abzureißen. Wir haben uns dann für ein Fertighaus entschieden, einfach auch in der Hoffnung, dass wir damit sehr schnell fertig werden mit dem Bau, auch dass wir die Kosten im Rahmen halten können, dass es also eine Festpreisgarantie gibt, das aber individuell nach unseren Vorstellungen gebaut und geplant wurde. Und so gibt es im ganzen Haus an verschiedenen Stellen Dinge, die wir von dieser alten Jägerstube erhalten haben. Dann begleitet mich mal einen Stock tiefer. Wir dürfen reingehen, unsere Tochter und mein Schwiegersohn haben es uns erlaubt, aber wir müssen ein bisschen leise sein, weil die Zwillinge schlafen. Wie ihr gleich merkt, gibt es hier eben auch diesen schönen Landhausstil und Sarah betreibt das noch viel intensiver als ich mit diesen ganz tollen farbigen Küchengeräten. Ja, und eigentlich habe ich das von Sarah mitgenommen, diesen tollen Landhausstil. Wir haben dieses ganze Haus von Anfang an zusammen geplant. Das heißt, wir haben schon, als wir das Haus gekauft haben, beschlossen, dass wir hier zusammen leben wollen. Sarah liebt alte Möbel, genauso wie ich alte Möbel liebe. Und diesen alten Tisch, den haben wir auch von meinem Vater, also von Sarahs Opa, bekommen. Er stand ganz lange bei uns in der Küche. Und als Sarah jetzt hier eingezogen ist, sagte sie, den alten Tisch von Opa, den will sie auch als Küchentisch haben. Für mich als Großmutter ist es total schön, die Zwillinge so nah bei mir zu haben und sie einfach aufwachsen zu sehen. Bist du nicht müde? Und für Sarah und ihren Mann ist es, glaube ich, ganz schön, dass Opa und Oma im Haus sind und gerade bei Zwillingen auch mal helfen können, wenn die Nerven blank liegen, zu viel Geschrei ist und man die beiden schnappen kann. Und wir können eigentlich gar nicht verstehen, dass dieses Generationenwohnen für viele so schwierig erscheint.
Wenn man einfach respektiert, dass jeder seinen Bereich hat und auch respektiert, dass man nicht einfach irgendwann irgendwo reinschneit, dann funktioniert es eigentlich ganz toll miteinander. Ups. So, gehen wir nach unten. Ja. So, hier sind wir jetzt im Herzstück des Hauses angekommen, unser schönes Café. Es war eine Auflage der Stadt Ettlingen, dass unten ein Café eingerichtet werden muss. Und dann ist uns natürlich zugute gekommen, dass ich aus einer Bäckers- und Konditorenfamilie stamme und schon als Kind mit in der Backstube helfen musste, quasi bis ich zum Studium gegangen bin. Unser Café ist ja nur am Wochenende geöffnet, also von Donnerstag bis Sonntag. Und die anderen Tage wird das Café durch die Familie genutzt. Und genießen dann einfach die wenigen Tage, die wir haben, das Café und natürlich die schöne Terrasse selbst. Wir haben einmal vergessen, die Cafetür zuzumachen. Und dann kam Sarah irgendwann und sagte, Mama, da sitzen ganz viele Leute im Café und wollen bedient werden. Hier seht ihr zum Beispiel eine ganz tolle alte Kasse. Und dann haben wir tatsächlich in dieser Kasse noch den Kaufbeleg gefunden, die Rechnung. Und die ist von 1954. Und da hat diese Kasse damals 1300 D-Mark gekostet. Was hier an der Wand hängt, das ist tatsächlich ein altes Model. Darin haben meine Eltern, als sie anfingen mit der Bäckerei und Konditorei, tatsächlich noch damals ihre Spekulatius gebacken. Und als wir jetzt dieses Café eröffnet haben, haben wir das zur Eröffnung geschenkt bekommen. Ja, Bela, was haben wir denn noch Tolles hier im Café? Ah, die alten Stühle. Die Stühle, die ihr hier seht, das sind tatsächlich die Stühle aus der alten Pizzeria. Und die sahen so schäbig aus. Und erst wollten wir die Stühle wegwerfen. Da aber so ein Budget, um ein ganzes Haus einzurichten, auch relativ knapp wird, habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt lasst uns doch mal einen von diesen Stühlen abbeizen und gucken, was sich darunter verbirgt. Und das haben wir getan und waren dann wirklich ganz begeistert, was da rausgekommen ist. Gut, und jetzt glaube ich, werde ich den kleinen Bela in den Kinderwagen legen. Und hier seid ihr jetzt quasi am tiefsten Punkt im Haus angekommen. Das ist der Keller. Und im Keller, da sind die Lagerräume und die Produktionsräume. Wenn man das so sieht, und das ist nur ein Bruchteil der Produktion fürs Wochenende, dann kann man kaum noch verstehen, dass wir das mal als Hobby angefangen haben. Hinten seht ihr meine treue kleine Teigmaschine. Die stand schon in der alten Pizzeria und hat da den Pizzateig geknetet. So, Lenny, schau mal, jetzt zeigen wir noch unseren tollen Garten. Ja. Komm mal mit. Links von dieser kleinen Hütte seht ihr dort eine besondere Holzlege, die aus einer alten Tür, die wir aus der Jägerstube ausgebaut haben, gebaut wurde. Ich habe euch ja schon erzählt, dass wir versucht haben, möglichst viele Dinge aus dem alten Haus zu erhalten. Und eine Besonderheit ist eben diese schöne alte Steinmauer. Ihr seht oben diese ganz dicken Steinplatten, das waren ursprünglich die Stufen der Treppe zur Jägerstube. Die haben wir einfach als Abdeckung genommen. Und unten, diese dicken Quader, das waren die Grundmauern der alten Jägerstube. Und mit sehr viel Handarbeit und sehr liebevoll hat dann ein Maurer diese Mauer aufgesetzt. Jetzt gehst du zum Opa zurück. Diese schöne Abschlussmauer ist für uns so ein Relikt irgendwie an diesen Ursprungstraum, das Jägerhaus als Familie zu nutzen. Davon mussten wir uns ja lösen. Aber wir sind jetzt auch sehr glücklich mit dem, was geworden ist und genießen das auch sehr. Das war die Roomtour durch unser schönes Fertighaus. Wenn ihr mehr spannende Häuser und Wohnungen sehen möchtet, dann abonniert diesen Kanal oder klickt hier. Tschüss!